Hallo zusammen, schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Webinar Realtime Analytics mit Data Vault Builder. Wir möchten euch heute einen kleinen Showcase vorstellen, wie man Echtzeitdaten in den Data Vault Builder bekommt. Ähm, Kurz zur Agenda. Wir beginnen mit einer Vorstellung der ZIMT, die Motivation, die uns dazu geführt hat, Richtung Realtime-Daten zu gehen. Kurze Vorstellung des Data Vault Builders und dann kommen wir auch schon zur Demo und beenden das dann Ganze mit Ausblick und Fragen, die wahrscheinlich aufkommen werden. So, wir sind die ZIMT, vertreten an 6 Standorten, 250 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr 34 Millionen Euro Umsatz gemacht und sind über 22 Jahre am Markt. Wir beschäftigen uns hauptsächlich um Softwareentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence, Workflow Automation, Betrieb und Support, aber auch klassische IT-Beratung. Unsere Beratungsthemen sind hauptsächlich Data Management, Entwicklung und Beratung, Visualisierung, Managed Services, SAP, Prozessautomation, das ganze breite Feld. Wir sind so lange am Markt, weil unsere Werte, unsere Arbeitsweise partnerschaftlich, flexibel, professionell, pragmatisch gut ankommen. Wir haben also langfristige partnerschaftliche Kundenbeziehungen, sind herstellerneutral und legen auf Innovation und Qualifikation hohe Werte. Wir arbeiten mitarbeiterorientiert, haben hohen internen Wissenstransfer, um die Leute immer State of the Art zu halten. Und das macht sich dann natürlich auch in den Projekten bemerkbar. So, wir denken, dass die Zukunft in der Data Vault Modellierung liegt. Darum haben wir auch 30 zertifizierte Practitioner bei 120 BI-Experten und 4 Jahren Data Vault Erfahrung, denke ich, konnten wir uns ein Bild davon machen, dass dort wirklich die Zukunft liegt. Wir als ZIMT sind mit einer Reihe von Partnern unterwegs. Gerade der Data Vault Builder ist da natürlich zu benennen, der heute ja auch uns begleitet bei diesem Webinar. Ich möchte auch gar nicht groß aufhalten, noch kurz vorstellen, was wir für Kunden haben, also einen Auszug hier. Wir sind halt bei großen Kunden und kleinen Kunden vor Ort und haben unsere Expertise eingebracht langjährig. So, die Motivation, Realtime-Daten. Also in den letzten Jahren bin ich immer wieder auf Realtime-Daten gestoßen in Projekten. Ich habe jetzt mal hier 3 Beispiele rausgenommen. Das erste ist Energy Reporting. Mit dem Ausbau der Smart Meter in Deutschland wächst natürlich der Bedarf, auch diese Daten selbst zu benutzen. Genannt sei da Optimierung des Verbrauchs, also wo verbrauche ich den meisten Strom und was ist da überhaupt notwendig? Monitoring des Bedarfs, also wenn ich als Firma weiß, wie viel ich in einem Jahr benötige, kann ich natürlich bessere Konditionen erhalten, als wenn ich immer nur äh, rückwirkend weiß, was ich benötige. Und vermehrt auch das Reagieren auf Solar- und Windproduktion. Also ist es möglich, Prozesse so zu legen, dass die arbeiten, wenn Strom aus erneuerbaren Energien vorhanden ist. Im Bankensektor sehen wir zum Beispiel, dass dieses Reporting auf Wochen- oder sogar Monats- oder Tagesbasis mehr abgelöst wird durch Echtzeit-Reporting, also eine umgehende Sicht auf die Transaktion und daraus das Geschäftsreporting. In der Telekommunikation haben wir als Beispiele Planungsdaten, die in Near Realtime zwischen verschiedenen Applikationen übermittelt werden, um einfach die Prozesse schneller zu machen oder die Rollout-Planung durch Zusammenführen der Planungsstand mit dem Live-Netz
und dahingehend also eine kürzere Ausfallzeit zu haben. Das dritte Beispiel sei genannt die direkte Umplanung von Nachbarschaften durch Feedback des Live-Netzes, sodass ein Ausfall kein Netzausfall bedeutet, sondern dass das direkt ad hoc umgeplant wird. Wir kennen es ja, dass die Daten meist in Nicht-SQL-Datenbanken erfasst werden, sei es im InfluxDB oder sei es im Kafka. Und das Interesse, das in die solide Data Vault-Architektur zu kommen, ist natürlich die Historisierung. Wir können also die Reports jederzeit wiedergeben, die wir vorher rausgegeben haben. Wir haben die Möglichkeit, die Daten revisionssicher auditierbar zu machen. Die Erweiterbarkeit von Data Vault ist natürlich zu benennen, weil die Struktur es erlaubt, einfach Erweiterungen durchzuführen. Die Compliance-Anforderungen sind gewährleistet und die Standardisierung von Data Vault ist natürlich gerade da auch vorteilhaft. So, wie haben wir jetzt das fürs Webinar vorbereitet? Die Idee ist, wir nehmen die Daten von Open Transport Data Swiss. Die liefern es in Form eines JSONs. Das wird in einer Camel-Route zerlegt zu Einzelnachrichten nach Verbindung an einem Kafka bereitgestellt. Und über diese Schnittstelle wird dann das Data Vault via Data Vault Bilder befüllt. So, darum würde ich jetzt auch direkt das Wort an Petra übergeben. Petra, magst du übernehmen? Gut. Danke vielmals für die Einleitung. Ich würde jetzt ganz kurz eine Einführung geben. Was macht der Data Vault Builder? Wieso setzen wir ihn hier ein? Wie passt Data Vault Realtime-Daten zusammen? Wieso muss man das kombinieren oder wieso kann man das kombinieren? Wo ist der Nutzen? Und die Frage ist immer, wieso setzt man überhaupt ein DWH, Data Lake, Data Vault, Warehouse ein? Und das Ziel ist nicht, eine bestimmte Technologie oder Modellierungsform zu nutzen, sondern das Endziel ist immer Datenqualität, damit wir gute Entscheidungen treffen können, basierend auf guten Daten. Gute Daten bedeutet, dass wir alle Daten aus verschiedensten Datenquellen zusammenbringen, dass wir wissen, woher die herkommen, dass sie zuverlässig sind, dass eine Data Lineage dokumentiert sind, dass sie integriert sind aus den verschiedenen Datenquellen, dass sie aktuell sind und dass wir auch eine Änderungshistorie haben, weil diese Meldungen, die kommen, können sich über Zeit ändern, auch in vielen Bereichen, wo wir glauben, dass das nicht passiert. Finanztransaktionen, es passiert durchaus, dass Transaktionen gecancelt werden, aktualisiert werden, im Nachhinein doch noch angepasst werden. Der Data Vault Builder geht vom Ansatz aus, dass wir von einem Datenmodell starten, von einem Geschäftsmodell. Das heißt, um was geht es? Was wollen wir überhaupt reporten? Was wollen wir analysieren? Wo müssen wir unsere Entscheidungen treffen? Das heißt, wir fangen an, unser Geschäftsmodell aufzubauen mit verschiedenen Geschäftsobjekten, Beziehungen. Wir gruppieren das in Themenbereiche, damit wir auch wissen, was die verschiedenen Zuständigkeiten sind, wenn wir zum Beispiel in Richtung GDPR denken. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben Daten aus ganz verschiedenen Arten von Datenquellen. Wir haben Datenstreams wie aus Kafka, wir haben Change Data Capture Streams wie vielleicht von Golden Gate oder von Click Replicate. Wir haben aber auch Batch-Daten, die wir einfach nächtlich abholen, weil das okay ist, kleine Volumen, wo sich gar nicht der Einsatz von irgendeiner anderen Technologie lohnt. Und hier kommen dann Punkte, dass ein Teil vielleicht aus Kafka befüllt, ein zweiter aus SAP, ein dritter aus Oracle. Um die Entscheidung aber zu treffen, brauchen wir die Daten aus allen Systemen an einem Ort verknüpft mit Bedeutung. Und das ist, was der Data Vault Builder macht. Für die Personen, die interessiert sind, wie das Ganze verglichen mit anderen Produkten im ganzen Raum der Datenintegration des Data Managements aussieht, können wir euch gerne die BARC-Studie zusenden, die uns vergleicht mit Produkten wie Oracle, Informatica und anderen Automatisierungswerkzeugen. Was bieten wir ganz speziell an? Die Idee ist, dass wir ein ganz simples visuelles Interface haben, dass wir die Fachanwender und die Techniker in ein Boot holen, weil Kafka jetzt ist ein sehr technisches Thema, Near Real-Time Streams sind sehr technisch, aber das, was gemacht werden am Schluss, ist eine Entscheidung zu treffen, sehr zeitnah an der Generierung der Daten und das ist ein fachliches Problem. Wenn wir die Fachanwender nicht von Anfang an mit ins Boot holen,
werden die nicht begreifen, wo die Daten herkommen, wie man die verwendet, was geht, was nicht geht, was die Daten aussagen. Und das ist das, was wir hier machen, eine gemeinsame Design-Session. Dann aber, anstatt dieses Modell auszudrucken, den Entwicklern in die Hand zu geben, generiert der Data Vault Builder automatisch die technische Implementation. Und zwar nicht nur einmalig, sondern auch über die Zeit. Das heißt, die ganze Wartung über die Jahre hinweg, wenn man technisch was ändern muss, macht der Data Vault Builder. Und er deckt den gesamten Entwicklungsprozess ab, weil so ein System einmal in Betrieb zu setzen, das werden wir auch nachher sehen. Wir haben eine erste Version gestern gebaut zusammen mit der ZIMT. Sieht auch schon recht gut aus, was wir erreicht haben in einem Tag. Wird nicht die definitive Lösung sein. Wir sehen, dass wir da Datenprobleme drin haben. Wir müssen rausfinden, kommen die von der Quelle, kommen die von der Verarbeitung? Was bedeutet das fachlich? Das heißt, auch die ganze Wartung, das ganze Scheduling, das ganze Operations, das ganze Versionierung des Codes wird vom Data Vault Builder abgedeckt. Das müsste ich sonst alles selber erfinden. Beispiel jetzt von der richtigen Anwendung. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Bahn, die die Frage beantwortet haben wollte, wenn ich 1 Euro in Marketing ausgebe, was für einen Umsatz generiert es mir hier? Man kann hier mal mit 2, 3 Datenquellen anschauen, die relevantesten am Anfang, Ticketdaten vielleicht auch Werbungsdaten und dann kommt plötzlich dazu, man muss noch Wetterdaten hinzufügen, man muss weitere Systeme, man muss Betriebsdaten hinzufügen. Und dieser Ansatz, den wir verfolgen, ist eben dafür gebaut, dass wir jetzt aus internen, externen Datenquellen alles mit dazu nehmen können, in ein Datenmodell verarbeiten. Aber wir müssen nicht alles am Anfang starten, sondern Stück für Stück fügen wir Sachen hinzu. Das spart Zeit, reduziert aber auch Risiko. Immer noch klassische Data Warehouse Projekte fehlen über 50%. Mit dem Data Vault Builder sieht das komplett anders aus, weil wir hier einen sehr standardisierten Approach haben. Gut, kommen wir zum Thema des heutigen Webinars. Wie sieht diese Integration mit Kafka aus? Das ist ein Beispiel für Near Realtime Daten. Es könnte ein anderer Service, Enterprise Service Bus sein. Es kann irgendein REST API sein, das uns sehr zeitnah Daten liefern. Irgendwelche Proto-Buffers, die uns Daten pushen über gRPC-Technologie. Es können NoSQL-Quellen sein, wie wir gehört haben. Es gibt ganz verschiedene Quellen. Hier haben wir einfach ein konkretes Beispiel. Schauen wir uns mal den Verarbeitungsprozess des Data Vault Builders an. Wir haben gewisse vorgegebene Layer im Data Vault Builder. Der erste ist unser Staging. Hier kommen die Daten an, entweder gepullt oder gepusht, gehen dann in unseren Core Layer. Der ist, daher kommt auch der Name, im Data Vault Format ausmodelliert. Wir modellieren aber hier auf einer Modellierungsschicht mit den Fachanwendern auf einer logischen und konzeptionellen Ebene. Unten dran wird das Ganze technisch als Data Vault umgesetzt. Das bedeutet aber nicht, dass wir einen Data Vault abfragen wollen. Hier kommt die nächste Schicht, die auch modellgetrieben erzeugt wird. Hier können wir dimensionale Modelle erzeugen. Dritte Normalform, wenn man zum Beispiel Richtung Cognosub Business Objects geht, man kann komplett flache Tabellen ausgeben lassen. Wenn wir eher Richtung Machine Learning oder AI gehen, wenn man Richtung Data Mesh unterwegs ist, kann man hier Datenprodukte erzeugen. Und das ist dann eine virtuelle Schicht, die unseren Core abfragt und in ein Format bringt, das dann die verschiedenen Reporting-Tools anwenden können. Wir sind kein Reporting-Tool, das heißt, ich habe dann immer noch ein Power BI, Tableau oder sonst ein Reporting-Tool im Einsatz. Hier in unserem Beispiel ist unser Input, wo wir die Daten abholen, jetzt ein Kafka-Topic. Unser Output, den wir hier jetzt verwendet haben, ist ein Grafana, was wir zur Echtzeitvisualisierung verwenden. Die Datenverarbeitung selber passiert nicht im Data Vault Builder. Hier pushen wir die ganzen Sachen runter auf die Datenbank. Das kann eine Snowflake sein, kann eine Exasol sein, kann eine Synapse Analytics sein, SQL Server und Postgres Datenbank. Wir empfehlen hier aber grundsätzlich analytische Datenbanken, wie zum Beispiel Exasol, was auch on-prem sowas bieten kann, oder Snowflake, was primär auf die Cloud fokussiert ist, dafür sehr schnell aufsetzbar ist. Haben alle Datenbanken Vor- und Nachteile, darum unterstützen wir sie, aber wir optimieren den Code jeweils für die entsprechenden Datenbanken. Darum haben wir hier nicht irgendwie 100 verschiedene Datenbanken, sondern die Datenbanken, wo wir wirklich optimierten und gewarteten Code über die Jahre hinweg anbieten. Hier werden wir dann ein Objekt oder 2, 3 Objekte aus Kafka befüllen. Wir könnten dann andere eben aus SAP befüllen.
und weitere zum Beispiel aus Salesforce. Das ist völlig frei gestaltbar. Hier in meinem Beispiel werden wir hier jetzt SBB-Verspätungsdaten abfüllen und als zweite Quelle werden wir geografische Daten des Bundesamts für Statistik nutzen. Hinten dran passiert ganz viel, was wir jetzt im Demo nicht sehen werden. Das ganze Aufsetzen der Infrastruktur, was ich gemacht habe, passiert über sogenannte Docker-Container, die wir an unsere Kunden liefern. Es dauert nur ein paar wenige Minuten, eine neue Umgebung aufzusetzen. Wir machen diesem Modell zu Code-Umwandlung im Tool, das durch ein visuelles Modell, und wir updaten die technische Implementation über die Jahre. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Automatisationswerkzeugen, wo man komplett frei eigene Patterns hinterlegen kann. Liefern wir die Patterns bereits mit und wir warten sie auch. Das heißt, wenn sich die Datenbank über die Jahre verändert, Exasol ist zum Beispiel von Version 6 auf 7, haben sie einen neuen speziellen Datentyp für Data Vault Modellierung eingeführt. Wir haben dann unsere Patterns angepasst, um die zu nutzen, haben Update-Skripte für die bestehenden Kunden geliefert. Resultat war, dass es 3,8 Mal schneller lief. Das ist etwas, was man halt nur in der Automatisierungslösung liefern kann, nicht in einem ETL- oder ELT-Ansatz, den man selber entwickelt. Testing ist mit drin. Wir haben REST-APIs, um mit verschiedenen Testwerkzeugen auch ganze Regression-Testings zu automatisieren. Das Deployment ist mit eingebaut. Das heißt, wenn ich mit verschiedenen Umgebungen arbeiten will, ITIL-konform deployen will, wenn ich mit Sandboxen arbeiten will, wenn ich Gitflow einsetze, das ist alles schon abgedeckt. Deployment kann man auch entsprechend automatisieren. Der Betrieb ist auch sichergestellt, weil das ist jetzt bei der Lösung, die wir hier anschauen, durchaus ein Topic. Das Ganze mal einmal aufzusetzen, einmal laufen zu lassen auf der eigenen Maschine, das erreicht man noch relativ schnell. Das Ganze aber so aufzusetzen, dass es über die Monate und Jahre wartbar bleibt, dass auch ein zentrales Operations-Team, was vielleicht dann Control-M oder irgendetwas im Betrieb hat oder UC4, das Ganze zentral steuern kann, das ist, was wir mit der Lösung gleich mitliefern. Hochverfügbarkeit kann man auch erreichen. Was ich hier nicht drauf habe, ist die ganze Dokumentation der Datenmodelle, die Data Lineage, die wir dann zum Beispiel auch für GDPR brauchen, oder das Data Profiling, was direkt im Tool auch mitkommt. Wieso funktioniert das Ganze überhaupt für Near Real-Time Warehousing? Weil wir müssen jetzt Quellen liefern, die uns Informationen nur täglich liefern, oder in dem Fall die Bundesamt für Statistik-Daten, die werden nur alle paar Wochen oder Monate aktualisiert, mit Mischen mit Daten, die jetzt plötzlich Near Real-Time kommen. Und hier hilft uns der Data Vault Modellierungsansatz. Das heißt, wir zerteilen die Daten, die ankommen, in kleine Objekte. Wir stellen die Schlüssel in sogenannte Hub-Objekte, die einem Geschäftsobjekt repräsentieren auf der fachlichen Ebene. Wir haben hier Beziehungen zwischen den Objekten und wir stellen die Daten in kleine Satelliten. Das heißt, jedes Objekt wird immer nur genau aus einer Quelle befüllt. Das erlaubt die Parallelisierung, es erlaubt die unterschiedlichen Ladekadenzen, aber in der Abfrage können wir dann integriert aus allen Datenquellen, die hier reingeladen wurden, die Attribute wieder rauslesen. Beispiele, wo wir das in der echten Welt eingesetzt haben: in der Telekommunikation zum Beispiel können hier die Abonnementsdaten, die Kundendaten, die ehemaligen Rechnungen nächtlich geladen werden. Dann kommen aber tagsüber effektive Telefonnutzungsdaten rein. Daraus kann man dann Fraud Patterns entdecken und zum Beispiel irgendeinen Agent informieren, dass ein Anschluss abgeschaltet werden sollte, oder bei extremen Fällen sogar einen Anschluss abschalten, wenn ein Betrugsverdacht vorliegt. Zweiter Fall: Kreditkartenverarbeitung. Hier kann man auch zum Beispiel die ganzen Stammdaten, wem gehört welche Karte, was für Laufzeiten sind hinterlegt, was sind die wirtschaftlichen Berechtigten, kann man über die Nacht laden. Man kann auch die bereits verarbeiteten und gesettelten Transaktionen nächtlich voraggregieren, um gewisse Ansichten zu erlauben, und das kombinieren mit Realtime-Daten, sogenannten Autorisierungen, die effektiv von den Terminals gemeldet werden, in diesem Fall haben wir wirklich die Daten bereinigt, weil es gibt auch Pseudo-Buchungen auf diesen Kreditkarten, Reservierungen, die man nicht unbedingt dem Kunden zeigen will, weil in diesem Anwendungsfall haben effektiv die iPhone- und Android-User einen Data Vault abgefragt, um ihre Realtime-Daten auf dem Handy zu sehen, paar Sekunden nachdem sie ihre Transaktion im Laden abgeschlossen haben. Letztes Beispiel:
Was wir häufiger haben, ist, dass zum Beispiel Microservice-Architekturen in Unternehmen genutzt werden, die sehr viele Vorteile bieten, über einen Service-Bus miteinander kommunizieren. Es passiert aber schon mal, dass im Betrieb mal eine Message untergeht, wie auch immer, dass vielleicht der Service-Bus die verschluckt hat, dass ein System nicht ready war, die zu empfangen oder einen Empfang bestätigt hat, obwohl es nicht eingeschrieben hat. Und es kann durchaus Sinn machen, dann hier mitzuhören und das zu vergleichen gegen Batchloads von einzelnen Microservices, um zum Beispiel wöchentlich, monatlich oder sogar täglich Reconciliations zu machen, ob effektiv alles im System noch stimmt, ob Fehler auftauchen und auch wenn keine auftauchen, um sicher zu sein, dass keine aufgetaucht sind. Der Demo-Case, den wir jetzt zeigen, ist artificial, das heißt, es ist nicht effektiv auf Kundendaten basiert, ist auf öffentlich zugängliche Informationen, kann jeder persönlich nachspielen. Wir haben hier Verspätungsmeldungen von Open Data in der Schweiz und die werden uns netterweise von der ZIMT, was wir vorher gehört haben, über einen Kafka-Topic geliefert, direkt schon als einzelne Messages verpackt. Und wir gehen hier von sogenannten Trips aus, also von Reisen. Und hier mussten wir ganz viele Annahmen treffen und das ist ein Problem. Das ist hier jetzt wirklich in diesem Demo-Case nicht schön gelöst, weil wir keine Fachanwender haben, weil es ein technisches Demo ist. Sonst würden wir mit den Fachanwendern mal reden und sagen, okay, was effektiv ist eine relevante Verspätung? Müssen wir die Verspätung an jedem Halt messen? Genügt es pro Reise eine durchschnittliche Verspätung zu messen? Was ist relevanter, die Abfahrtsverspätung oder die Ankunftsverspätung? Hier haben wir einfach gewisse Annahmen getroffen, gesagt, okay, wenn ein Zug eine bestimmte Reise macht von Zürich nach Genf mit verschiedenen Haltestellen, nehmen wir nur die erste Abfahrtsverspätung und eben die Abfahrtsverspätung, weil wenn er halt ein paar Minuten später ankommt, ist es okay, solange das Gesamtsystem noch funktioniert und nicht er auch wieder verspätet abfährt. Dann haben wir das kombiniert mit Stammdaten. Und zwar sind wir hier zum Bundesamt für Statistik gegangen, die liefern uns eine Liste von Haltestellen, die wir nur alle paar Wochen aktualisiert. Diese Haltestellen, viele davon sind geografisch verortet, in welcher Gemeinde stehen sie, in welchem Kanton stehen sie. Kantone entsprechen etwa den Bundesländern in Deutschland, damit wir das Ganze ein bisschen gruppieren können. Wir haben dann die Daten aggregiert auf der Kantonsstufe, um zu sehen, in welcher Region in der Schweiz ungefähr Verspätungen vorkommen oder, was auch interessant ist, die Züge zu früh abfahren. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen Ländern ein bekanntes Problem ist. Scheinbar in unseren Daten haben wir das. Ist das effektiv so in der reellen Welt? Das ist dann etwas, was man jetzt in dem zweiten Schritt eben abklären müsste. Dafür ist der Data Vault Builder auch da, dass man eine erste Version relativ früh liefern kann, die Daten sieht und dann auch abklären kann mit dem Fachanwender mit Darstellungen. Leute, macht das inhaltlich Sinn? Ist das effektiv so, dass Züge zu früh abgefahren sind? Wird das erwartet nicht? Sind das falsche Daten? Müssen wir hier in der Verarbeitung was ändern? Wir aggregieren die Daten und liefern dann eine aktuelle Sicht und eine historische Sicht. Für das verwenden wir Grafana. Das ist aber außerhalb des Data Vault Builders. Hier könnt ihr die Tools einsetzen, die ihr dafür nutzen wollt. Und das würde ich jetzt kurz vorstellen. Wie haben wir mit dem Fall angefangen? Wir haben überlegt, rein aus dem, wie wir ungefähr, was kann es geben? Wir haben hier einen Bahnhof modelliert, wir haben hier Gemeinde, Kantone und Länder modelliert und gesagt, okay, es gibt irgendeine Art von Verspätungsmeldungen und haben das dann ein bisschen mit den Daten verglichen. Was wir herausgefunden haben, es gibt Haltestellen und Bahnhöfe. Es gibt scheinbar teilweise mehrere Haltestellen in einem Bahnhof, die teilweise von verschiedenen Anbietern provided werden. Also haben wir das hier hinzumodelliert, haben die Beziehungen dementsprechend aufgebaut. Dann haben wir auch die Verspätungsmeldungen angeschaut, die uns als Stream dann zugeliefert wurden, haben gemerkt, ach, aus den Daten sehen wir, die sind teilweise gruppiert zu einer einzelnen Verspätung. Da kann es verschiedene Meldungen geben dazu. Wir haben dann verschiedene Reisen. Ist das der richtige Begriff? Müsste man noch schauen, würden wir auch mit einem Fach zurück besprechen. Ist jetzt diese Route von Zürich nach Bern nach Genf effektiv eine Reise? Wahrscheinlich ist das ein bisschen ein falscher Begriff. Aber das ist die Art, wie wir jetzt mit dem Fachanwender kommunizieren können, sagen, das sehen wir in den Daten, das sagst du uns vom Prozess und bringen wir zusammen. Wir haben
Dann hier diese farbigen Bubbles, das ist einfach eine thematische Gruppierung. Das hat nichts mit Data Vault Modellierung zu tun. Das ist klassisches Data Modeling. Wenn ich hier Modelle mit mehreren hundert Konzepten habe, was wir bei unseren größeren Kunden haben, finde ich nichts mehr, wenn ich das nicht ein bisschen thematisch gruppiere. Ich kann hier auch entsprechend Bookmarks anlegen, dass ich das hier nicht nur virtuell anordnen kann, sondern auch dementsprechend immer wieder die gleichen Ansichten anschauen kann. Ich kann hier aber auch doppelklicken und browsen in bestimmte Richtungen. Hier haben wir in den Daten entdeckt, dass wir auch Informationen zu Bahnhofsuhren finden in der Schweiz, zum Perron, das ist ein Bahnsteig in Deutschland, und Wartehallen, die machen vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber ich bin durchaus interessiert, mal an dem Wochenende mal die Bahnhofsuhrdaten anzuschauen, zu sehen, was man hier alles für Informationen dazu gewinnen kann. Dieses Modell kann sehr klein starten und man kann es stückweise anbauen. Und das ist eigentlich die Stärke eben des Data Vault Modellierung, aber auch des Data Vault Bilders, dass man dann, obwohl man immer nur ein Stück anbaut, am Schluss ein großes Modell bekommt. Also erster Schritt hier eigentlich auf konzeptioneller Ebene die Objekte machen, die Beziehungen, in thematische Bereiche gruppieren. Und das ist der modellgetriebene Ansatz. Wenn wir den abgeschlossen haben, und das kann durchaus in echten Kundenfällen 2 bis 3 Stunden Datenmodellierung sein mit einer Fachabteilung, einem Prozess, ein paar qualifizierende Elemente, dann gehen wir in die Umsetzung. Wir versuchen nicht ein Enterprise Service Modell hier zu bauen, sondern wirklich ganz konzentriert um einen Prozess herum. Bei uns war es hier die Verspätungsmeldung und dann switchen wir im zweiten Schritt in die datengetriebene Sicht. Dazu gehen wir in unseren Staging-Bereich. Und unser Staging-Bereich hat hier die Möglichkeit, ganz verschiedene Datenquellen anzubinden. Hier sind schon ganz viele Konnektoren mit eingebaut. Ich kann hier auf verschiedenste JDBC-Datenbanken zugreifen. Ich kann hier auch auf CSV-Files zugreifen. Wie gesagt, eben auch auf NoSQL-Quellen wie ein Kafka-Stream. Also auf ein Topic kann ich abfragen und die Deltas einlesen. Ich könnte hier auch auf andere File-Formate wie Parquet-Files zugreifen. Ich kann per gRPC direkt auf Google Remote Procedure Call Server zugreifen und somit zum Beispiel aus Python Daten auch direkt streamen lassen. Hier sind relativ viele Möglichkeiten offen. Wir haben hier also somit diesen Service Bus als Quelle definiert. Dieser Service Bus ist ein Kafka-Stream, der durch ein Vorprozessierungssystem hier angebunden ist. Und wir haben hier das Bundesamt für Statistik. Hier, ganz trivial, haben wir CSV-Files von Ihnen erhalten und haben die hier angefügt. Das Hinzufügen von neuen Tabellen ist relativ einfach. Man wählt die Tabelle aus, man bekommt direkt die Felder, die aus der Quelle ausgelesen werden. Hier als CSV-File sind das natürlich alles hier nur Stringfelder. Wir haben keine Metadaten. Wenn ich hier aber zum Beispiel auf andere Quellsysteme zugreifen würde, wie Datenbanken, SQL-Server, würde ich auch die Datentypen direkt mitbekommen. Ich kann auch meine Queries customizen, die ich auf die Quelle abschicke. Ich kann Delta laden, ich kann hier CDC-Streams mit einlesen. Das ist alles hier abgedeckt. Nächster Schritt ist, wir können in den Data Viewer gehen, uns hier mal die Daten anschauen, hier uns Werteverteilungen anschauen. Ich habe hier gerade andere Daten offen, aber schauen wir mal in etwas, was hier zu diesem Use Case passt. Zum Beispiel die Haltestellenuhren könnten wir hier nämlich direkt anschauen, was für Eigentümer haben wir hier, eine Werteverteilung anschauen und sehen, dass wir hier ganz viele Uhren mit dem Besitzer Migration ausstehen haben. Und mit dem könnten wir schon, bevor wir jetzt die Daten mit dem Core verknüpfen, zum Fachanwender zurückgehen und sagen, sind das Werte, die du erwartest? SBB-Infrastruktur macht irgendwie Sinn, SBB-Konzern macht irgendwie auch Sinn, BLS-Netz ist okay, aber was ist mit diesen Werten? Wir können sie zwar speichern, aber überleg dir schon mal im Voraus, was hier passieren wird. Nächster Schritt ist, dass wir dann in den Core gehen und jetzt die Daten aus dem Staging-Bereich mit dem Core verbinden. Das machen wir mit entsprechenden Schlüsseldefinitionen. Hier bei der Verspätungsmeldung habe ich bereits gewisse Schlüsselinformationen mitbekommen von der Quelle. Und das ist eigentlich das Letzte, was ich vom Fach wissen muss. Was identifiziert das Objekt in der echten Welt? Wenn wir hier zum Beispiel zur Gemeinde schauen,
sehen wir hier, dass der Gemeindename durchaus eindeutig in der Schweiz sein muss. Mindestens ist es in den Daten. Und somit können wir hier die Schlüssel mit den Objekten verknüpfen. Der Data Vault Builder legt automatisch sogenannte Satelliten an. Die Satelliten beinhalten dann die Attribute, die von der Quelle kommen. Wir können das hier zum Beispiel bei der Gemeinde kurz anschauen. Hier habe ich gar keine Attribute hinzugeladen, aber bei der Haltestelle. Und hier sehen wir, dass wir zum Beispiel Sachen wie gewisse Betriebspunkte, Bezeichnungen, Verkehrsmittel, Koordinaten in verschiedenen Formaten hier mitgeliefert bekommen. Und die werden jetzt vom Data Vault Builder automatisch dann geladen, nachdem wir das definiert haben, und auch aktualisiert. Das heißt, wenn Veränderungen in Datensätzen kommen, basierend auf den Schlüssel, die wir für die Objekte definiert haben, wird das entsprechend direkt abgelegt. Wenn wir das modelliert haben, sind wir komplett fertig mit dem Bereich. Wenn ich jetzt hier auf die Layer gehe, in den Staging-Bereich laden. Hier haben wir einfach die Tabelle ausgewählt. Hier haben wir den Schlüssel ausgelegt und jetzt sind wir mit den Loads fertig. Und der Data Vault Builder baut automatisch basierend auf diesen Informationen einen entsprechenden Masterjob auf. Einen hier für das Bundesamt für Statistik. Wir sehen hier den Load vom Quellsystem in die Staging-Tabelle und von der Staging-Tabelle in die entsprechenden Core-Objekte. Ich kann das direkt hier im Tool drin starten. Ich kann es direkt im Tool drin schedulen. Ich kann aber auch über eine REST-API diesen Job extern anstoßen. Das haben wir auch, wurde automatisch vom Tool auch erstellt für unseren Service Bus. Den haben wir jetzt gescheduled, dass er diese Verarbeitung, dass er die einmal pro Minute durchführt. Hintergrund ist, wir kriegen gar nicht schneller die Daten aus der Quelle. Dieses API, was wir hier abfragen, wird einmal pro Minute aktualisiert. Es macht keinen Sinn, das häufiger durchzuführen. Und jetzt werden eigentlich nur die Delta-Daten seit dem letzten Load durchgeführt. Das funktioniert natürlich dementsprechend relativ schnell. Die ganze Verarbeitung für einen Batch, für eine Minute hat jetzt stattgefunden. Die Daten sind aktualisiert und wurden durch das Ganze durchgeschleust. Wir haben dann versucht, die Daten zu visualisieren, haben gerade gemerkt, in dem ersten Schritt funktioniert das noch nicht so optimal. Das heißt, wir sind dann hingegangen, haben dann auch gewisse Regeln hinterlegt und haben hier eine kleine Verarbeitung hinterlegt als SQL-Code, der uns die Daten ein bisschen bereinigt und pro Kanton aufaggregiert, dass wir hier auch die Verspätungsmeldungen auf Kantonsebene sehen. Das haben wir nochmal materialisiert in den Code. Das überspringe ich jetzt aber, weil es nicht relevant ist für den Realtime-Case, sondern wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und Grafana connected jetzt auf das Output-Interface des Data Vault Builders. Also wenn wir nochmal kurz in den Layer zurückgehen, wir laden von der Quelle in den Staging-Bereich, in den Core. Hier haben wir ein virtuelles Interface angelegt, was uns die Denormalisierung macht, was uns die Daten aus Kafka und den BFS-Daten, wo uns die Kantonsinformationen dazu geliefert werden, zusammenbringt. Und hier hinten haben wir den Data Markt in Grafana vorbereitet. Das könnte aber jedes beliebige Tool sein. Ich mag Grafana einfach, weil es hier diese Time Series noch schön darstellt. Und jetzt haben wir hier mal automatisch ein Dashboard aufbauen lassen pro Kanton. Was ist die aktuelle Verspätung? Hier sehen wir auch diese negativen Werte. Das heißt nicht, dass diese Zahlen richtig sind. Wir arbeiten agil, das ist jetzt eine erste Version. Das ist mal die Daten, wie wir sie bekommen haben, mal die erste Interpretation der Daten. Mit dem müssen wir jetzt zum Fachbereichsanwender und mal diskutieren gehen und sagen, wie sieht das aus? Macht das Sinn? Das ist die Veränderung über Zeit. Das ist das, was der Data Vault Builder auch beiträgt, dass wir hier Zeitserien daraus generieren, immer nur speichern, wenn sich die Werte aktualisiert haben. Wenn sie gleich bleiben, werden die Werte nur einmal gespeichert mit einem Gültigkeitsbereich und können so relativ schnell schon mal einen Einblick bekommen, wie sehen die Rohdaten, ohne dass wir sie fachlich groß verändert haben, aus und können sie mal analysieren. Das wäre somit der kleine Use Case. Das heißt, Modell zeichnen, Staging-Schicht hier anbinden, das Ganze hier über den Schlüssel verlinken, dann entsprechend hier denormalisieren bis zu der Stufe
wie wir es brauchen. Das können wir auch visuell modellgetrieben machen. Hier sieht man, dass man eben Verspätungsmeldungsinformationen kombiniert hat mit der Haltestelle und der Verspätung als Ganzes. Dann hier gewisse Geschäftsregeln und das ist auch das, was dann in der Data Lineage entsprechend verfügbar ist. Dieses System, einfach um ein bisschen das einzuordnen, haben wir angefangen, Montagabend aufzubauen. Dann wurde der Kafka-Stream vorbereitet. Ich habe das gestern in ungefähr 1,5 Stunden vorbereitet, dann noch halbe Stunde ein paar Änderungen gemacht. Und jetzt können wir schon bereits mehrere Datenquellen zusammenführen. Das Ganze ist produktionsreif. Ich könnte jetzt auf das Deployment-Modul gehen, sagen, ich möchte das jetzt zur nächsten Umgebung deployen. Ich simuliere das jetzt mal, indem ich es gegen ein leeres System vergleiche. Und das Tool zeigt direkt die Differenzen, die ausgerollt werden müssen aufs nächste System. Ich kann jetzt etwas Fragwürdiges machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will nur den Output deployen und nicht die Systeme, die vorher die ganzen Daten aufarbeiten. Und das Tool wird jetzt, weil es auf dem Modell die Abhängigkeiten kennt, sagen, ja, du kannst das schon ausrollen, aber es wird nicht funktionieren, wenn du nicht entsprechend die vorgelagerten Staging Load Streams, Definitionen und Interfaces mit einfügst. So, das war schon, was das Ganze macht. Gehen wir zurück zum Slide. Hier nochmal die Übersicht von, wir haben zuerst das Modell angefangen, gestaged, in den Core geladen, mit Historisierung. Hier wurde eben die Zeitreihe erstellt, die wir dann auch im Grafana gesehen haben. Interface der Denormalisierung. Hier habe ich einfach ein flaches Output-Objekt erzeugt, was mir die Messwerte und die Dimension des Kantons direkt zusammenbringt und dann die Darstellung in Grafana. Das waren die Daten gestern Abend, da hat sich mehr bewegt, da haben wir gesehen, dass irgendwie um 19 Uhr irgendwas passiert, die Verspätungen wurden größer und gegen Nacht sind sie dann gegen 0 tendiert. Und hier wären wir offen für die Fragen. Wir haben hier auch schon 2 Fragen im Vielen Chat. Dank, Peter. Matthias hat die Frage gestellt, ob die Möglichkeit besteht, bei CSV den Datentyp detektieren zu lassen. Das gibt es nicht, aber das haben wir teilweise bei Banken, wenn sie uns parallel ein Formatfile mitliefern können, können wir über die API dann die Staging-Tabellen entsprechend direkt richtig anlegen. Das kann man relativ simpel zum Beispiel in Python-Skript machen, wo man sagt, okay, statt dass ich es von der Quelle lese, liefere ich die Metadaten über das REST-API hinzu und dann wird es direkt richtig angelegt. Man muss aber aufpassen, macht das bitte nur, wenn die Quelle wirklich effektiv eine Datenbank ist und das CSV wirklich nur eine Ausspielung und wir auch von Datentypen Sicherheit ausgehen können. Wenn das wirklich manuell erstellte Files sind, empfehlen wir trotzdem, das Einlesen im Staging-Bereich als Text zu machen und dann beim Laden in den Core das zu konvertieren, weil dann können wir immer noch Werte, die nicht konvertierbar sind, im RAW-Format abspeichern und verlieren keine Daten. Gut, dann ist eine weitere Frage. Welcher Teil führt eigentlich ETL oder die ELT-Prozesse durch? Das ist, wenn wir, normalerweise hätte ich es nicht eingeblendet, aber wenn wir die Frage hier haben, ist, der Data Vault Builder wird als eine Sammlung von Docker-Container geliefert, der hat einen Core-Service und der Core-Service redet mit der Datenbank und der Core-Service schickt Befehle an die Datenbank, die dann die Load Statements ausführt. Das stimmt für alles vom Staging Layer an Downstream. Ich kann auch interne Staging-Mechanismen der Datenbank brauchen, zum Beispiel in Exasol oder Snowflake. Dann macht die Datenbank effektiv ganz alles und wir orchestrieren es nur. Im Teil, wo wir die eingebauten Konnektoren brauchen, wie jetzt hier auch, dann macht der Data Vault Builder den ETL-Teil, wo er die Daten holt vom externen System und in die Datenbank pusht und dann alles vom Staging Layer Downstream passiert mit ELT in der Datenbank durch SQL-Befehle, die der Data Vault Builder schickt. Dann haben wir einen noch Kommentar, dass der Berliner Hauptbahnhof auch aus mehreren Teilen, aus S-Bahn, U-Bahn und Nahbahnhof besteht. Genau, es werden solche Konstrukte sein. Und das ist wahrscheinlich, wenn ich fachlich
jetzt da drin wäre, wie ich es in ganz vielen Branchen bin, beim Nahverkehr jetzt nicht wirklich, dann würde ich es wahrscheinlich verstehen. Und eben, wenn ich mit einem Fachanwender rede, würde mir eben genau solches Feedback geben. Und das hilft uns eben, dass wir hier den Data Vault Builder als Kommunikationsmittel auch haben, als Marketingmechanismus der Datenabteilung gegenüber dem Fach, damit wir endlich eine gemeinsame Sprache finden, wo wir auch interaktiv uns verstehen können, Beispiele ansehen können, auch verschiedene Varianten vorzeigen können, wie das Ganze implementiert wird, aufzeigen können. Ist die Frage somit beantwortet, Matthias? Gut, wie funktioniert das Ganze im Einsatz? Der Data Vault Builder ist eine Technologie. Wir sind Softwarehersteller, wir machen keine Implementation, darum sind wir genau hier mit der ZIMT, weil ZIMT dann die entsprechenden Personen haben, die auch ein fachliches Know-how haben, dann in den Projekten, die sie unterwegs ist, die dann auch Erfahrung haben mit den Reporting-Tools, die eingesetzt werden sollen, die Erfahrung haben mit den Datenbanken. Das heißt, wir liefern die Software, wir liefern Lizenzen, die ZIMT hilft euch, ein Projekt in Gang zu bringen, zu betreuen, auch ja, langjährig zu betreuen, wenn das sein soll. Das ist immer der Wunsch des Kunden, was ausschlaggebend ist hier. Aber wir empfehlen immer, so ein Projekt durchaus mit einem kompetenten Partner zu starten, weil auch wenn das Tool viel kann, es gibt eine Lernkurve, es gibt viele Ansätze, die man fahren kann und wir haben halt ein gewisses Vorgehen, was wir hier unterstützen. Die Frage zu der Deploy-Umgebung ist noch offen, schreibt Matthias. Also es gibt zwei Arten von Deployments. Wo kann ich das Tool selber deployen? Also wo kann der Data Vault Builder laufen? Das kann on-prem laufen, das kann in der Cloud laufen, auf allen großen Cloud-Providern, auch bei kleineren Cloud-Providern, solange sie ein Docker-Deployment unterstützen, zum Beispiel über eine Linux-VM als Docker-Host oder mit Kubernetes oder anderen Containerdiensten, die aber gewisse Voraussetzungen bringen müssen. Es wird auch ziemlich bald jetzt eine gehostete Version geben, vor allem für den regulierten Bankenbereich, wo man dann wirklich auch sich die ganzen Umgebungen betreiben lassen kann. Aber man kann es auch on-premises laufen lassen. Das zweite Deployment ist dann, wie kann ich dieses Modell mit den zugehörigen Loads und Metadaten deployen? Und hier gibt es das Deploy-Modul, das hat zwei Varianten. Das eine ist, ich kann hier zwei Umgebungen connecten, vergleichen lassen und die Änderungen entweder direkt ausführen lassen, wenn ich die Rechte dazu habe und das sinnvoll ist, oder entsprechende Deployment-Skripte generieren, oder ich kann hier den Button drücken und er lädt mir die ganze Beschreibung in dem Format herunter, was ich super in Git einchecken kann, dass mir dann alle Änderungen, wie zum Beispiel neue Objekte, gelöschte Objekte, sauber in Git aufzeigt. Und wenn ich sage, ich kann hier klicken, heißt das, es gibt immer auch eine entsprechende REST-API, damit ich das Ganze auch automatisieren kann, wenn ich dann Richtung CI/CD gehen will. Das sieht eigentlich Keine? gut aus. Ah, die Fragen Das kommen heißt, wenn ihr im Nachgang wirklich, wahrscheinlich. genau, wenn ihr da noch wirklich konkrete Use-Case-Fragen habt, dann zögert bitte nicht, Daniel oder mich zu kontaktieren. Auch wenn ihr toolunabhängige Fragen habt, ich bin immer sehr interessiert an Datenmodellierungsfragen. Wie löst man Sachen? Was kann man machen? Wie kann man es darstellen? Kontaktiert mich bitte auf LinkedIn. Ich bin immer offen, Fragen zu diskutieren. Alles ums Thema Datenmodellierung, DWH-Automatisierung, Data Vault. Bin ich immer gerne dabei, auch das an Einzelfällen zu besprechen. Das kann ich bestätigen. Okay, gut. Es gibt noch eine Frage und Paul, kannst du eventuell die Frage eben über den Kunden-A-Button reinstellen, dann sehen wir sie auch gleich. Da kommt sie. Also, wird auch ETL Azure Data Factory unterstützt? Nein, weil wir brauchen es nicht, weil die ganze Datenverarbeitung basiert direkt auf SQL-Queries, die wir an die Datenbank schicken, die wir auch dynamisch verändern. Also Hintergrund ist, wir fangen ganz viele Fehler ab. Beispiel, ein Quellsystem hat eine Spalte nicht mehr, die es liefert, werden wir entsprechend das merken und das SQL-Query, das nächstes Mal für die Abfrage der Quelle geschickt wird, anpassen, die Spalte auslassen, die Werte als Null speichern. Wir werden zwar im Logfile dann zum Beispiel ein Warning raisen und sagen, schau mal, das musst du anschauen, aber wir werden nicht automatisch den Load abbrechen. Das geht nicht, wenn wir halt andere ETL-Tools oder Werkzeuge, die Daten verarbeiten, irgendwo hätten, die fix irgendeinen Code ausführen und sich selber orchestrieren. Das heißt, das Ganze ist hochdynamisch und dadurch funktioniert es auch, zum Beispiel auch Veränderungen von Spaltenlängen solchen Sachen bringen das ganze System hier nicht mehr zum Absturz.
Auch wenn zum Beispiel eine Tabelle nicht verfügbar ist, stürzt nicht der ganze Load ab, sondern nur diese einzelne Tabelle wird gestoppt und solche Sachen, das kann man nur, wenn wir halt diesen Flow kontrollieren und auch orchestrieren können. Wird das Webinar als Download zur Verfügung gestellt? Ja, ihr bekommt eine E-Mail, wo ihr das nachher auch nachschauen könnt. Ob es downloadbar ist, weiß ich nicht, aber man kann sich im Nachgang nochmal anschauen. Gut. Dann möchte ich mich herzlich für das Interesse bedanken. Danke für die vielen Fragen. Daniel, vielen Dank für die Co-Präsentation. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch, was man hier nicht gesehen hat. Ich durfte das ganze Demo machen, aber die ganze Datenabfrage, das ganze Aufsetzen von Kafka, das Herstellen der Topics und alles wurde durch die Zimt erstellt. Vielen Dank, sonst hätte mich das ganz viel Zeit gekostet, weil das ist eine Technologie, wo ich mich persönlich jetzt nicht auskenne. Ja, danke, Peter. War mal wieder eine Freude zu sehen, wie du das Tool präsentierst. Und du weißt ja, wie gerne ich damit arbeite, um die schnellen Ergebnisse zu sehen. Ich hoffe mal, dass wir damit weitermachen, so wie bisher. Danke vielmals. Danke für Und deine Zeit und schönen danke Tag euch. allen, die teilgenommen haben. Tschüss. Tschüss.